Hallo, willkommen auf meinem YouTube-Kanal rund um den neuen Ford Focus Mk4. Im heutigen Video geht es um ein neues Gadget, nämlich um eine Starthilfe. Und nicht nur um eine Starthilfe als solches, sondern das Ding hat noch eine coole zusätzliche Funktion. Also, falls euch solche Sachen interessieren, abonniert meinen Kanal. Es ist komplett kostenlos für euch. Ja, Starter gibt es viele. Starthilfen, jetzt vor allem in der kalten Jahreszeit, wo die Starterbatterie, ich wollte sagen Akku, wo die Starterbatterie ein bisschen schwächelt. Und ja, da kann es durchaus mal vorkommen, dass man das Auto halt nicht mehr starten kann, wenn die Batterie schon sehr, sehr, sehr alt ist oder sonst ein Problem hat. Dann, wie gesagt, hilft solch ein Startergerät. Ja, kann man im Auto dann liegen lassen und hat somit immer das Ganze griffbereit. Wie gesagt, diese Starterhilfen gibt es in verschiedenen Ausführungen und das hier hat noch eine zusätzliche besondere Eigenschaft, sage ich euch gleich. Zuallererst, das Ding ist von der Firma Aspex und ja, hat eine richtig fette Kapazität, kann also Benziner bis 10 Liter Hubraum, Diesel bis 8 Liter Hubraum starten, 3000 Ampere Peakleistung. Und ich zeige euch jetzt mal, was in dem Paket alles drin ist. Wie immer verlinke ich euch das unten in der Videobeschreibung und auf meiner Internetseite. Also das Ding kommt in so einer nicen Verpackung daher, also nicht irgendwie rumfliegen, sondern das Ding kann man schön einpacken, verstauen und hat es immer griffbereit, wenn es denn zu einem Problemchen kommt. Das Ding, ich packe es mal so aus. Sieht so aus, richtig fettes Ding, muss es ja ein bisschen größer sein, damit es halt diese Leistung auch liefert, die ich euch da gerade genannt habe. Ganz einfach in der Bedienung. Man schaltet es eigentlich nur ein und bekommt dann eine Anzeige, ob die Batterie voll ist und schließt es dann auch an. Ich blende euch jetzt mal ein, wie das Ganze denn funktioniert. Also, als allererstes schließen wir dieses Kabel hier an, dann schließen wir es mal ans Auto an. Los geht's. Also, wir schließen Plus zu Plus an, Minus zu Minus. Dann sehen wir, dass das Ganze grün leuchtet. Dann ist es also einsatzbereit. Falls die Batterie schon so tiefenentladen ist, dass da absolut gar nichts mehr geht, kann man hier noch den Boost-Knopf drücken. Mache ich jetzt nicht, weil meine Batterie noch einigermaßen in Ordnung ist. Und dann kann man das Auto, wie ihr seht, hier ganz fluffig starten. Ja, also Starter. Wie ihr seht, bis zu 30 Mal kann man mit einer Ladung das Auto starten. Hinzu kommt, dass ihr das Ganze natürlich auch als Powerbank nutzen könnt. Seid ihr also irgendwo unterwegs, draußen in der Wildnis, habt ihr hier eine richtig fette Powerbank mit dabei. USB-Anschluss ist hier. Jetzt fragt ihr euch, was kann das Ding denn noch, was es andere Geräte nicht können? Das Ding kann nämlich auch Reifen aufpumpen. Seid ihr also irgendwo liegen geblieben, habt irgendwo ein kleines Löchelchen, wollt allerdings irgendwie noch weiterfahren zu der nächsten Werkstatt, ist das gar kein Thema. Das Ganze wird hier einfach angeschraubt. Klack. Und schon habt ihr ein mobiles Pumpgerät. Das könnt ihr dann entsprechend hier einstellen. Deshalb ist auch diese Anzeige hier. Man kann hier das Ganze voreinstellen und das merkt sich die gewünschte Baranzahl für ein Auto, zweites Auto für Fahrrad und natürlich dann auch für die Luftpumpe. Hat auch unterschiedliche Anzeigen, also wie ihr seht, Bar, PSI und kPa kann man entsprechend dann einstellen, wenn man jetzt möchte. Länger drücken und dann zeigt er das Ganze auch in PSI an oder in kPa. Bei uns ist Bar üblich, 2,5 Bar. Und ja, lasst uns das Ganze mal austesten und einen meiner Reifen mal ein bisschen mehr aufpumpen. Los geht's. Habe ich jetzt hier hingelegt, Kappe ist schon ab und wir schließen das Ganze jetzt einfach mal an. Ich muss es hier leider mit einer Hand machen. So, wie wir sehen, 2,1 Bar, 2,0 Bar, sorry. Und ich hätte hier gerne 2,3. So, 2,3 Bar, also 0,3 Bar in ein paar Sekunden aufgebaut. Hammer.
Ist natürlich ein wenig laut, aber darum geht es ja nicht. Das Gerät soll natürlich uns hier helfen und den Reifen aufpumpen. Man kann damit natürlich auch den kompletten Reifen, wenn er komplett leer ist, mit aufpumpen. Dauert natürlich ein bisschen länger, aber ihr könnt auch komplett leere Reifen, 4 Stück mit einer Ladung, sollten auf jeden Fall machbar sein. Könnt ihr komplett von 0 auf bis zu einer gewünschten Baranzahl aufpumpen. Wie ihr gesehen habt, auch das Aufpumpen super, super einfach, sehr intuitiv. Es sind natürlich auch Adapter dabei, damit könnt ihr natürlich dann auch Fahrradventile bespaßen und natürlich dann auch Bälle. Also für jeden, der so ein Ding noch nicht hat, überlegt es euch, schaut es euch an. Wie immer, ich verlinke es unten in der Videobeschreibung und auf meiner Internetseite. Damit seid ihr also auf jeden Fall sicher, wenn ihr mal liegen bleiben solltet aufgrund der Batterie oder vielleicht jemandem helfen wollt, bei dem das Auto nicht anspringt. Einfach nur das Ding auspacken, anschließen und schon springt das Auto wieder wunderbar an. Also, ja. Wie immer, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao!